56 Angler. So machen wir das. 28 Boote. Wenn's nicht beißt, immer in Bewegung bleiben. 11 Nationen. Unbelievable, 3 Zielfische. Guter Fisch, Kescher. Komm. Und Ja, Mann. ein Pokal. Ja. Der YPC Boat 2026 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, Shimano, Closer to Nature, Closer to People und dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zur 5. Episode des YPC Boat 2026 und damit zur Auftaktfolge in Gruppe C, die wild werden dürfte, zumindest was die meteorologischen Rahmenbedingungen angeht. Dazu später mehr. Erstmal stelle ich euch die Teams vor. Den Gruppenkopf bildet die Berliner Tackle-Schmiede LMAB, wo die Ära der Evil Twins 2025 mit dem Titelgewinn ein würdiges Ende fand. Natürlich will Johannes Gasser aber direkt die nächste Erfolgsgeschichte schreiben und hat sich dafür einen medial weniger bekannten, aber durchaus erfahrenen Mann ins Boot geholt. Mario Singh, langjähriger LMAB-Teamangler und aufstrebender Guide in den Niederlanden. Beide standen schon einige Male gemeinsam für Inside LMAB vor der Kamera und sind deshalb gut aufeinander kalibriert. Keine Frage also, dieses Duo zählt hier zum engeren Favoritenkreis. Dasselbe gilt für Team Savage Gear, das letzte Saison mit 788,9 Punkten einen neuen Vorrundenrekord aufstellte. Hycho Hechemann fischte dabei ein überragendes Turnier, unter anderem mit einem 50er Barsch, einem 1,10 Meter und einem 1,20 Meter Hecht. Eigentlich eher die Größen, auf die sich sein Freund und Bootspartner spezialisiert hat. Sean Witt personifizierte Big Bait Schleuder und Persona non grata unter ESOX Altsemestern. Weil die Niederländer nicht nur hochkompetent, sondern auch angenehm locker sind, gehören sie zu den absoluten Publikumslieblingen. Allein vom Skill-Level ist eine Medaille fast schon überfällig. Mit dem Premium-Schnurhersteller Stroft findet sich in dieser Gruppe, neben LMAB, ein weiteres Team, das den YPC Boat bereits gewinnen konnte. 2024 gelang Sascha Totenhausen, damals mit Sebastian Bienapfel, der überraschende, zugleich aber völlig verdiente Außenseiter-Triumph. Vergangene Staffel endete mit dem Vorrundenaus. In Summe ist eine Prognose deshalb schwierig. Mit dem Raubfischguide Dennis Berg hat Sascha aber auf jeden Fall einen versierten und vor allem gewässerkundigen Partner gefunden. Shimano reist erneut mit Markus Kleen an, dem 2025 gemeinsam mit Erik Korczakowski gerade mal 7 Pünktchen fürs Finale fehlten. In diesem Jahr teilte der Süddeutsche das Boot mit einem anderen seiner Kollegen aus dem Pro-Staff-Team. Jan Boomsma, 2024 bereits für Lawrence dabei, hat über 25 Jahre Raubfischerfahrung, guidet hauptberuflich und stand unter anderem bei der WPC schon mehrfach auf dem Treppchen. Mit dem japanischen Tackle-Giganten ist also definitiv zu rechnen. BIM Tackle startet mit Matthias Loti, Gründer und Designer der jungen französischen Köder-Brand, die sich einem sehr hohen Umweltstandard verpflichtet hat. Als Sohn einer Süddeutschen gehört Matthias einer besonderen Minderheit schwäbelnder Franzosen an und hat sich möglicherweise auch deshalb einen Teampartner mit, ähnlicher kultureller Prägung ausgesucht. Oberbayer Fabian Imdahl, ein wahrer Hedonist, der coole Klamotten macht und seit der letzten Staffel den YPC-Barschrekord für sich beansprucht. Zusammen auf jeden Fall eine Kombi, auf die ich mich freue. Neben diesen 5 Altbekannten feiern 2 Teams ihr Debüt. Lure Junks ist ein deutscher Köderhersteller, unter anderem bekannt für eines der schnuckligsten und fängigsten Grundel-Imitate überhaupt. Den Finisher. Ob Brandgründer Marco Schnückel eine ähnliche Abgebrühtheit wie sein Produkt mitbringt, muss sich noch zeigen. Der Rheinland-Pfälzer hat aber bereits einige Turniere gefischt, genau wie sein Partner.
Norman Bloom ist freischaffender Frontend-Entwickler, der seinen PBs nach zu urteilen genügend Ausgleich auf dem Wasser findet. Herkunftsbedingt auch häufig auf den niederländischen Großgewässern. Und abschließend haben wir noch eine Brand, die auf den ersten Blick wenig mit Angelsport zu tun hat. Gola Barbecue. Inhaber Robert Wagner ist aber nicht einfach nur ein erfahrener Angler, nachdem er 2025 sowohl beim YPC Bank als auch auf der Angelwelt Berlin als Barbecue-Host und auf diesem Kanal in einem Catch-and-Cook-Format aufgetreten ist, schlägt nun seine Stunde im Turnier. Und zwar gemeinsam mit Sex-Unikat Markus Eule, der nach mitunter guten Leistungen in YPC Bank und Bass nun endlich auch im YPC Boat etwas reißen möchte. Und damit ist die Vorstellungsrunde komplett. Ein Feld mit hohem Entertainment-Faktor und was noch zusätzlich für Unterhaltung sorgen könnte, sind die eingangs angekündigten Wetterverhältnisse. Es ist windig! So windig sogar, dass der River Day in Gruppe C und D um einen Tag verlegt werden musste und bei immer noch kräftigen Böen erst mittags angepfiffen wird. Immerhin ist der morgendliche Anfahrtsstress dadurch reduziert und es bleibt mehr Zeit für letzte Vorbereitungen. Wir gehen rein. Viel Spaß mit der ersten Halbzeit auf dem Fluss! Ah, herrlich hier in Holland. Good luck. Good luck, yes. Good luck, man. Wir fangen heute am Flusstag an. Wir sind heute ein bisschen später raus. Die Bedingungen sind nicht einfach. Wir haben sehr viel Wind. Ich bin heute mit Jan unterwegs und wir sehen uns später mit Fisch vor der Kamera. Bis dann. Eine für dich, eine für mich. Ganz wichtig heute auch, Leute. Schwimmweste, sowieso immer wichtig, aber Heute besonders heute wichtig. schon besonders wichtig. Die Fähnchen, die holländischen, die wedeln ganz schön. Heute wird es ungemütlich. Hat schon ordentlich Wind auf dem Tümpel. Ob ich unter normalen Umständen angeln würde? Auf keinen Fall. Aber ja, jetzt sind wir da. Die Spannung steigt. Wir sind auch kurz vor 12. Wir müssen jetzt noch 10 Minuten im besten Fall zum Spot fahren, dass wir kurz vor 12, kurz nach 12 da sind, den ersten Wurf machen können. Und ja, wir freuen uns tierisch dabei zu sein und drückt uns die Daumen. Und dann würde ich sagen, let's go, oder? Heute ist es ein bisschen anders. Wir starten um 12. Gestern der Tag sollte eigentlich unser River Day werden, aber es war ziemlich windig. Zu windig, ja. Heute ist es nicht viel besser, aber ein kleines bisschen. Also von daher hoffen wir mal, dass wir alles richtig gemacht haben. Sicherheit geht vor. Immer die Schwimmweste am Mann. Wünscht uns Glück, drückt uns die Daumen. So, Sally, es ist 12 Uhr. Team Gola, Eule und ich stehen hier unter der Brücke und der Plan ist jetzt erstmal Zander auf die Karte zu bringen. Ja, wir haben uns extra ganz kleines Gewässer rausgesucht. Wir haben im Hintergrund sehen. Mit wenig Welle. Das war für uns ganz wichtig. Gell? Sicherheit geht vor, ganz klar. Ich würde sagen, Robert, 11:59 Uhr. Machen wir die Waffe scharf. Bist du nervös? So ein bisschen angespannt. Das kribbelt ganz leicht. Kribbelt ganz. Ah, ist das schön, ist das schön. Hey, Kollege. Peter Hau was Eil, raus. hau was raus, 12 Uhr. Jungs und Mädels,
Viel Spaß mit der Episode. Man könnte meinen, vom Winde verweht wird gedreht, aber nein, wir machen YPC Boot 2026. Und diesmal habe ich weder Sebastian noch Jochen dabei, sondern meinen guten Freund Dennis Berg, seines Zeichens Raubfischguide hier in den Gewässern. Das heißt, ich befinde mich in allerbesten Händen und für uns kann es eigentlich nur Hammer werden. It's pretty windy, man. Yeah, I think this is going to be the most windy edition from YPC Boat so far. But Team Savage Gear again. We're going to do our best. It's going to be a rough one today, guys. That's for sure. But everyone's dealing with the same conditions, so we're just going to make the best out of it. Exactly. It's challenging. We just need to catch 2 good fish, and hopefully we compensate it on Lake Day, so we can get the other ones to fill the paper. But that's the thing we shot last year, and then we had a really good day on day 1. So let's hope we can do that today as well. So let's see what we can do, buddy. So Leute, wir sind am ersten Spot angekommen. Das erste Ziel für heute wird Barsch sein. Wir sind extrem heiß, oder Mesh? Ja, definitiv. Und ich würde sagen, drückt uns fest die Daumen. Erster Wurf, YPC Boat 2026, Team LMAB. Let's go. Ich werde mal anfangen, ganz hinterlistig, mit dem Quappe am Dropshot mit einem Drilling. Bin ich mal gespannt. Wir fischen hier Turnier, gell? Also ich mache das auch privat so, nicht bloß beim Turnier. Ich bin auch bei Dropshot. Hab einen Lamelli Slim drauf. Farbe ist, glaube ich, Ghost. Aber ey, fragt mich nicht nach Farben und Ködern. Ich kann Barbecue. Ja, wir werden jetzt mit Searchbaits anfangen zu angeln hier. Versuchen Barsche zu fangen. Jan hat Crankbait montiert und Chatterbait, den Chicha Chatterbait in Braun. Ich versuche es mit meiner Erfolgsfarbe vom letzten Jahr in Fire Tiger. Und mal schauen, ob wir gleich einen Fisch fangen. Es war eine ziemliche stürmische Fahrt hierher, aber wir kriegen es hin. So Marcus is starting with a chatterbait. I will start with a small crankbait, a square bill rib. We fish on a shallow area with some weed. And this Walt Rush 56, it catches nice off the weed. So it doesn't hook on the weed, but it through the corners it will skip off it. So that's the bait where I start with. And of course we have a steel trace in front because we don't want to lose any pike. So, 12 Uhr, let's go. So it's exactly 12 o'clock. It's time to start fishing. Team Shimano, wir starten. Let's go. Here we go, boys. It's windy. That's an understatement. Also, los geht's für YPC 2026. I'm with the family together and we will rock the river. So schaut's aus. So machen wir's. Ja. I will try to drift slowly a little bit this first 100 meters. Where that tree is, that's where I normally get a perch. Also unser Plan ist es jetzt, hier die Buhnenköpfe abzuwerfen. Wir haben jetzt noch Flut, gleich haben wir abfallendes Wasser. Jeder weiß, dass das gut ist. Von daher erhoffen wir uns hier eigentlich sehr viel. Und der Nobby fischt, glaube ich, mit einem Chatterbait. Ich fische jetzt hier einen 18 Gramm Jigspinner von uns. Und dann schauen wir mal, was das wird. Ich war auf 17 Gramm, aber jetzt habe ich doch mal 28 Gramm. Ja. Fisch. Kescher, 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 komm, 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 komm. Yes! Yes! Sauber, Junge. So machen wir das. Ah, Mann. Ich fisch weiter. Vorsicht, du stehst auf meiner Route. Danke. So, der Köder ist raus. Oh, alles nicht so leicht, wenn es so windig ist. Warte. 39, okay. 39 Zentimeter, aber für den Anfang wirklich geil. Bye bye. Sascha. Perch. 39, korrekt? Super Start für Stroft. Allerdings wird man ja schon beim Zusehen seekrank. Wir entspannen kurz die Augen und schauen auf die Karte.
Mit BIM, LMAB, Stroft und Shimano beginnen 4 Teams relativ nah beieinander auf der Ammer. Savage Gear startet nördlich davon auf der Meerwede, genau wie Luhrjangs, allerdings etwa 20 Kilometer flussabwärts. Und Eule und Robert haben wie gesehen das am besten windgeschützte Plätzchen auf dem Steenberger Vliet ausgesucht. Ob sich das auszahlt? So, auf der ersten Wurf nichts gefangen, das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, ihr habt mir meine Montage gerade ruiniert. Das wäre natürlich Bingo Bongo. Wir müssen ein bisschen raus und vielleicht 10 Meter, 20 weiter hinter, wenn es geht. Okay, sag mir. Schon ganz schön ekelhaft, oder? Ja, sollen wir gleich erstmal da zum Hafen? Also rechts rum. Weil hier die Buhlen, ich weiß nicht, wie es ist, wenn das Wasser, also wie weit es runter geht. Aber das ist ja ganz anders als vor 3 Tagen. Trotz dass es hier so windig ist, habe ich eigentlich ein gutes Gefühl irgendwie. Boat is gonna turn, so hold tight. So we had the first little bit of action. I had a small pike following till the boat, but he just missed the bait just in front of the boat. So yeah, first bit of action in a couple of minutes fishing, so that's a good sign. I quickly switched from a chatterbait to a twitch bait. First I was fishing the crankbait, but I picked up too much weed. So yeah, let's now see if I can get with the twitch bait just over the weed, and hopefully we pick up a pike or a perch. The fish is really slow with long stops, so they have some time to go to it. Jan hatte gerade einen Follower von einem Hecht. Ich wechsle jetzt vom Chatterbait auf den Spinnerbait, gehe auf Silber, weil Jan hatte ein relativ natürliches Dekor dran. Ich nehme den Swaggy mit dem Trailer Hook drauf, ganz wichtig. Und bei den windigen Bedingungen sind oft Spinnerbaits die Bringer bei Hecht. Ich hoffe, es klappt auch gleich. Und abgerissen. Schon wieder? Ja. Bau einmal neu auf. Du hast jetzt nur noch 2 Routen weniger, oder? Bau einmal neu auf. Scheiß drauf. In der Zeit fische ich das Ding ab und dann gehen wir da rein. Ich hab Fisch, aber der ist winzig. Babyzahn. Ganz untypisch für mich, muss ich sagen. Direkt nach ein paar Würfen Köderwechsel und auch Farbwechsel. Denn wir haben festgestellt, dass das Wasser viel trüber ist wie noch im Training. Wir hatten die letzten 2 Tage extremen Wind. Und der hat jetzt wohl das Wasser aufgewühlt. Deswegen wechsle ich jetzt hier mal auf komplett schockig Inferno Tiger von Louis bekommen. Mal gucken, ob es der jetzt richtet für einen Barsch hier. Jetzt habe ich ihn. Nice one. Cash one? Ja. Ab. Fuck. Hey, aber du hast es geschafft. Geil, wie viel da? Es ist ja... Schade. Scheiße! Schade. Wenn es schon wieder so anfängt, Alter, habe ich schon wieder die Schnauze voll, Junge. Ach komm, Eule. Kopf hoch. Leck mich am Arsch, muss ich das immer. Ich weiß, jetzt werden wieder viele Leute sagen, oh, nicht genug Druck gemacht, Junge. Das sind Stecke einfach, weißt du, was ich meine? Ich mache schon Druck, braucht keiner zu meinen. Porca Madonna Miseria Santo. Ich hole ihn jetzt. Eule. Scheiße. Mein Problem ist, dass man halt nicht so viele Chancen kriegt. Gell? Das ist halt immer selber. Junge. Schade. Kopf hoch, für dich kommt die Sonne raus. Miseria Santo dir. Jetzt zitter ich vor Nervosität, Alter, weil es mich komplett abfuckt gerade. Für das war legal.
Das war auch kein 50er, ne? Das ist ja wieder das Scheine da dran. War gut? Naja. Ah, die Verlorenen sind immer die größten. Das weiß ich, aber du weißt ja, du siehst ja, was an Gewicht hier dran ist und was nicht. Ja, ja. Oh, hat einen. Fuck. Dann wechsle ich auch gleich vielleicht. Alter, erster Wurf. Der Biss war auch gar nicht mal so schlecht. Oh Gott. 2 Bisse auf, was war das? Feiertage. Inferno Tiger. So Leute, nachdem Johannes seine ersten 2 Bisse hatte, wechsle ich natürlich auch erstmal auf den Turbo Louis und gucken wir, dass wir damit einen Barsch fangen. Jo, aber ein. Jawohl! So, Mensch. Aber gleich der erste Wurf mit dem Turbo Louis hat er auch komplett eingesaugt. 34, oder? Yes. Erster. Fisch. Guck mal an. Ja, das ist unser zweiter Fisch. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir den brauchen, aber ich glaube, der hat 22. Jawohl, 24 Zentimeter. Ja. Ich glaube, da kommt gleich noch einer, der ist ein bisschen größer. Aber wir nehmen erstmal alles, was kommt. Klare Abzüge in der B-Note. Anscheinend war der Wechsel zu Schockfarben aber nicht verkehrt. 24 Punkte mehr wie die meisten, das stimmt. Da habe ich einen Barsch gefangen letztes Mal. Ja? Da habe ich einen Barsch gefangen. Ich glaube, die auch jetzt. Na? Die hatten auch einen Barsch, glaube ich. Okay, kein Problem. Kein Problem, das Nee. hatten die auch. Wir brauchen einen Zander zum Anfang. Dass wir Ja. das auch gleich wegkriegen. Gelle? Mach das Fang ein. richtig. Fängst einen Zander, dann kriegst du eine Weißwurst. Mach es gut. Partikuläre Zusatzanreize bei BIM. Lure-Junks gibt ein erstes Feedback ab. Also Köderkontrolle ist nicht zero, aber es ist halt auch nicht gut. Hope that the fish didn't migrate to the deeper water. It's gonna be quite painful to fish out there. So let's hope they seek the shelter of the shallows over here. So one of the few spots where there's actually the wind isn't beating on the spot. So It's just white. it looks gnarly out there, man. Fisch, bisschen besser, ja. Ja, ja, im Eschmann. Es. Geht doch. Es macht so Bock. Leute, das macht so Spaß, Barschangeln auf Frequenz. Schickspinner, bap, bap, bap. Oh, Köder schon lose. Inferno Tiger, Turbo Louis. Da war Louis großzügig. Er meinte, komm, nehmt mal ein paar mit. Und ich gesagt, ja gut. Der ist doch schon mal ansehnlich. Top. 36er Barsch, das ist doch schon mal top. Den lasse ich schnell zurück. Denn wenn Barsche einmal beißen, dann immer schnell sein. Yes. Sauber. Der Melchi. Ach, das sind noch keine Gewinnerfische, aber fürs Gefühl schon mal sehr, sehr gut. Ja, wir rasieren. Bap, 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 nur Team Mabeda. Oh, da ist er. Na, na. Ja, zu Untermaße. Nicht so ganz der Große. Nicht nur für die Großen, auch für die Kleinen ist der geeignet, dieser Turbo Louis. Er fängt alles. 21, sage ich. Augenmaß. Ja, Augenmaß. Den brauchen wir nicht messen.
Wir würdigen den YPC-Fansieg von LMAB Zugpferd Johannes Gasser und Nachwuchshoffnung Naira mit einer Champions Week im Hecht und Barsch Online-Shop. Vom 22. Februar bis 2. März gibt es satte 26% auf alle Produkte, die den beiden zum Erfolg verholfen haben. Also unter anderem alle Rodfather-Routen, alle Perch-Sheds und alle Bleak-Sheds. Zusätzlich gibt es für alle Kunden, die für mindestens 50 € beliebige LMAB-Artikel kaufen, automatisch einen Drunk Shooter gratis on top. Nicht nur hervorragend zum Vertikalangeln vom Boot, man kann ihn am Jigkopf geriggt auch sehr, sehr gut auf Hecht und Zander jiggen. Viel Spaß beim Shoppen und dicke Fische! Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Johannes hat Barsch 36 da jetzt. Jetzt passt schon wieder. Okay. Ich stelle es aus. Kannst du nachgucken, weil mir macht es nur stressig. Ich will nicht wissen, was die anderen fangen. Okay. Kannst du gucken? Sind wir da gut? Da ist gut? Ja, super. Okay. Ich wechsle ganz kurz auf Carolina Rig, weil Probieren geht über Studieren. Wir haben hier mit Carolina Rig nicht trainiert, aber da es eher die langsame geführte Methode ist, denke ich, dass wir jetzt hier mit Finesse weiterkommen. Ist zwar nicht meine Angelei, aber wir probieren es. Ich spüre nichts. Eigentlich kann ich Carolina fischen will mit der anderen da. Aber ich halt kürzer als mal Carolina machen. Leute, gerade eben hatte ich einen Biss, ziemlich nah an der Schilfkante. Er hat auf jeden Fall probiert, es war kein Gras. War ein richtig schöner Einschlag, hat angetatscht den Köder. So. Weiter im Text. Bitte nicht reinfallen. Wieso nicht? Ich habe keinen Kran dabei. Und wenn die Fetten geborgen oder? Geborgen. Fish, fish, fish. Small fish. Fucking far out. Might be perch. It's perch, it's perch. Really? Nice fucking wind, man. Jeez. Hold the net. I need to get my line. Yeah. Well done. All right, that's the first fish that we were looking for. We had quite some issues with actually getting perch, and right now, within 5 minutes, boom. Dude, my cast was so far out. I needed like, I couldn't make it. It's not a monster, but It is what it is, man. But Yeah. I got a nice fish. exactly. I got a deja vu. Yeah, I've seen it before. This is 37. 37. Ja. All right, let's see if we can get another one. Team Nummer 3 ist entschneidert. 4 hätten es sein können. Jetzt mache ich mal helleres Dekor drauf. Und außerdem so, die Bank. Zeck, Zandergummi, Blondie. Wirst mal sehen, ob sie auf Blondine stehen, Alter. Pass mal auf. Glaubst du? Gleich wissen wir mehr, Robert. Oh, leck mich doch am Arsch. Johannes hat schon seine 3 Barsch drin. 5 Minuten 3 Barsch, fertig. Tschüss.
Oh je, voll der Gag. Ja? Jo, der ist besser. Ich glaube, der Biss war besser als der Fische. Ja, ich meine, das ist ein Upgrade. Wir nehmen die mal. So Leute, hier wieder auf den Turbo Louis, den Inferno Tiger. Wir glauben, dass es ein Upgrade sein wird. Na doch, ist drauf. Auf 0,5. So, dann lassen wir ihn auch wieder schwimmen in sein Element. So, wenn wir weitermachen, kommen wir zu unserem 40er Barsch. Wenn wir sie aneinander rein. Wenn so das Hechtangeln auch wäre. Ja. Hier. Noch einer. Fisch. Willst du weiter oder willst du? Oh, Fisch. Wo? Links, rechts. Kommt hier, rechts. Sandrio. Sandarella. Aber Köders Roos, wa? Was? Der Köders Roos. Okay. Warte, ich hol dir den einmal raus. Alles klar. So, vorne anliegend und hier über 5, korrekt? Ja. Also 51, ja? So, Dennis Fisch, ich präsentiere euch den mal eben. Was hast du für eine Schnur drauf? GTP S3. GTP S3 auf der neuen Zeckrolle, glaube ich, ne? Ja. Ja, auf der neuen Zeckrolle. SLM. 1000er SLM. Also, auch solche schönen Fische kann man damit fangen. Der darf jetzt schnell wieder zurück. Und tschüss! 8 Kilo Schnur auf einer 1000er Rolle klingt komisch, oder? Aber die Jungs werden's schon wissen. Viel wichtiger heute: Schwimmwesten. Boah! Ein bisschen fliege Brise hier. Das ist gut fischbar, hat man uns gesagt. Ja. Aber komm, Junge, 2 Fische. Ja. Gut gemacht. Sander sollte raus sein. Was war der jetzt? Wie lang? 51. 51. Ich benutze jetzt Gelb und Schwarz. Hoher Kontrast, 2 Farben. Ich switche einmal den Köder, probiere es mit einer anderen Farbe. Ich verwende gern die von BKK oder die von VMC. Der Köder hier so lang ist, steche ich den einfach einmal oben drüber. So habt ihr einfach nochmal eine höhere Bissquote, dass er hängen bleibt einfach. Ja. Jetzt haben wir 2 große Billowblätter bei viel Wind in Gold, vorher die Silber drauf. Ich hoffe, dass uns das jetzt gleich den Fisch bringt. Seht ihr mal, wie windig es ist, sogar die Spinnerblätter arbeiten. Oh, it's really harsh conditions. Have some big rainstorm now coming, but in nice weather it would be easy to face this spot, but now it's really hard. But Also nachdem wir jetzt hier kurz auf Zander gefischt haben, da aber kein Erfolg ist, weil wie ihr seht, ist der Wind echt hart. Probieren wir es jetzt mal hier auf Hecht. Mal schauen, was passiert. Drückt uns die Daumen. Hänger. Hänger mit Carolina Rig. Kann man mal machen. Den krieg ich nicht gelöst. Mach das Bottloch weg, dann bleiben wir kurz unter der Brücke stehen, oder? Okay, machen wir den Ausgang der Fische, oder? Kannst du den Motor aufliften, Fabi, bitte? Ja. Tut mir leid, die Hände sind sehr da hinten. Bei dem scheiß Wind. Okay. Jetzt machen wir mal neu, oder? Fuck. Ja, muss ich, weil jetzt. Fuck. Aline! Ey, was für eine Sauerei. Dass die Leute ja so alles am Wasser liegen lassen. Allez, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé là. Mach Pause, kannst du fischen so lange.
Wegen dem Gummifisch. Keine Ahnung, Jigkopf. 1 Meter von Schnur. Wollen wir natürlich so nicht im Wasser liegen lassen. Oh Junge, Junge, der hat auch reingehauen. Ne? Könnte besser sein. Auf jeden Fall macht er ein bisschen mehr. Jo, ist gut. Der ist gut. Ja, MS. Oh, der geht schon in die richtige Richtung. Ja, Mann. Oh, Junge. Ja, das schmeißt auch seinen Partner über Bord. Hier wieder ein schöner Barsch. Junge, der ist richtig gut. Der kann schon in Richtung 40 sein. Ich glaube, der hat auch die 40. Geil, Alter. 38. Da ist er nochmal. Und jetzt lassen wir ihn wieder zurück in sein Element. Jetzt haben wir 34, 36, 38. Bye, bye. Yes. Yes. Fisch, besserer. Das geht. Ja, ich nehme ihn so. Das ist kein Upgrade. Junge, der hat reingehauen. Nicht normal. Guckt euch an. Der hat den Tubuli komplett weggehauen. Ich weiß gar nicht, wie die Farbe heißt, ehrlich gesagt. Aber weiß mit orangem Bauch. Habe ich jetzt mal ausprobiert. Ja, ist kein Upgrade. Aber ich würde sagen, wunderschöner Fisch. Und schnell rein. Ich will weiter angeln. Mega gut. Fisch. Schon wieder. Jo, ist der besser? Ja, nee. Erste Absinkphase, ganz hinten war. Da sind sie jetzt rechts rum. Jeder Wurf ein Treffer hier bei uns. Lassen wir auch gleich wieder zurück. Macht so Spaß. Nun ist die Frage, wie man einen dickeren bekommt vielleicht. Vielleicht doch finessig. Glaubst du Finesse? Weiß ich nicht. Oh. Besser? Junge, ich habe auch einen Doppeltrill. Nee, meiner ist nicht besser. Meiner könnte ein bisschen besser sein. Ja, oh, der ist besser. Ja, der ist ein bisschen besser. Das war nicht normal. Der ist auch noch dran. Ja, meiner hängt auch noch dran. Raus, können wir doppelt fressen. Ah, jetzt ist er weg. Ab. Meiner ist entkommen. Kann ich noch mal werfen. Hängt auch perfekt. Jo, der ist auch gut. Der ist auf jeden Fall dick. Ja, Mann. Mega geil. Das macht so Spaß, der Mensch. Geiler Fischer. Ja, Mann. So. Oh, da war wieder einer. Oh, 36. und wieder einer. Junge. Olli, gut. Junge, die hauen. Top. Ha? 2 cm Upgrade, 36. Ja? Ja, Mann. Geil. Top. Schnell wieder rein. Barsche sind on fire und wir auch. Ab. Frequenzangeln wie gemalt. Und auch wenn die bisherigen Größen natürlich schlagbar sind, das ständige Handyklingeln lässt die Konkurrenz nicht ganz kalt. 38er Barsch? Ja. Junge, die stehen aber voll im Barsch, wa? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die in die Stolpers reingefahren sind, da wo ich rein wollte. Weißt du, was ich meinte? Im B-Spot drin. Kann sein. Ja, Junge, bei uns ist alles gut. Alles perfekt. Fisch. Wieder rechts, ne? Junge, der Sexy Swimmer liefert wie nichts anderes. Wie nichts Gutes, Junge. Aber ist nichts besonders Großes, glaube ich. Außer der wird jetzt zum Barsch, dann ist er nicht so leicht. Maßig aber wieder, ne? Nicht massig, aber maßig. Stehen da hinten drinne. Köder ist raus. Danke. ...46. Kleinen Zetti von Dennis. Darf wieder los. Stroft hat schon gefangen, LMAB hat gefangen und Savage Gear. 3 Teams haben gefangen von 7? Ja. Okay. Ja, dann wird es gleich Zeit für einen Spotwechsel, würde ich sagen. Alles Barsche, bis auf 2 Zander. Schön. Ja, dann packen wir es hier auch, dann fahren wir mal da runter, oder? Würde ich sagen, bisschen windgeschützter. So, ich wechsle jetzt einmal auf Crankbait.
Und ich gehe mit der Rute ins Wasser. Sieht immer ein bisschen komisch aus, aber damit ich noch mal ein kleines Stückchen tiefer komme. Und dann kurbel ich den ganz monoton einfach ein. Kennt ihr ja, ist kein Hexenwerk. Petrus kann sich aber auch nicht entscheiden, ne? Ne. Regen, da kommt wieder die Sonne. Also so mit der Sonne, das wäre herrlich. Der Wind könnte ein bisschen weniger werden, du. Ja Leute, jetzt kriegen wir noch eine richtige Dusche ab. Doesn't look like it, but the wind is coming now, so that's good. But the rain. Ja. Ja, Fisch. Nice. Feels decent. Good. Zander. Yeah, Zander. Let's go. Actually, a nice fish. Yes. Oh, yes, man. Yes. We needed that one. So, Barely hooked on the side. yeah. So since it's so windy and it's also getting a bit more murky, I thought changing to a Fire Tiger never hurts. And again, it delivered. I think we got a nice 60-something centimeters zander in the net. So really happy with this one, because that means that we got the first decent fish on the board. Oh, that's gonna hit 60 for sure. Yeah, absolutely. Let's get the measuring board. 68. Yep. 68. Wish it was 86, but it's 68. Yeah. I'll take it. Nice. So again, it seems Twitch baits do deliver. Gonna get this one back and hope there's some more on the spot. Yes. Oh, super happy, man. Nice. Love That's it. really nice. Two decent fish. Yep. The zander is really nice. I mean, that's what And we we came got for. two different species, so that's Yes, also quite exactly. important. Really important. Maybe this like is- you said, head back, fish two of those deeper holes over there, and then Yeah. move again and again. Let it Yeah. rest for like Yeah, 15, yeah. 20 minutes, get back. 100% agree. Savage Gear widersteht den widrigen Bedingungen und belohnt sich mit dem ersten, besseren Turnierfisch. Bei BIM dagegen bleibt der Auftakt punktlos. Man schaut trotzdem aufs Positive. Perfektes Angelwetter. Kameramann, schau doch mal nach links von dir. Sicht kann immer schlimmer sein. Es könnte ja auch Feuer regnen. Ja, es könnte brennen auf dem Boot. Brennen auf dem Boot, Feuer regnen. Während es regnet. Oh je. Ach du Scheiße, es geht los. Yes. Endlich, Junge. Endlich kriegen wir mal ein Wetter. Hammer. Next Spot. Zum Glück haben wir noch welche. Und zum Glück haben wir noch einen Plan C und D und E und F und G. Und ich könnte jetzt Alphabet weitermachen, aber ich kann es einfach nicht. Ich kann weder lesen, schreiben noch sonst irgendwas. Ich kann nur babbeln. Und blöd schwätzen. Auf, wie geht's, Eule? Schauen wir mal ganz kurz deinem Super Zander nach. Ja, habe ich schon gemacht, schon vorbei die Phase. Hast schon Trauerphase ist vorbei. Trauerphase ist Ich finde vorbei. gerade mein neues Glück. Angeln kann so schön sein. Ja, Leute, kleines Wort zum Tackle, was wir hier nutzen, zum Barschangeln. Hier mit den Jigspinnern Turbo Louis oder Good Vibes. Ich habe hier eine Rodfather 2,28 Meter, 7 bis 28 Gramm. Das ist so meine Allround-Route zum schweren Barschangeln für Holland jetzt. Bodensee wäre ein bisschen overpowered, aber da die Route mit den 7 bis 28 Gramm kann wirklich vieles. Und dann immer ganz wichtig, finde ich beim Barschangeln, noch ein Fluorocarbon zwischen geflochtene Hauptschnur und dem Vorfach quasi zu machen, als Sichtschutz und Puffer. Und als Vorfach dann ein 6 Kilo Titan oder Stahl. 7x7, das ist Geschmackssache. Und dann ist man auf jeden Fall gewappnet, auch weil gerade beim Jigspinner-Angeln doch häufig mal ein Hecht kommt.
Und da will man erst nicht, dass der Hecht den Köder nachher drin hat und man will den Hecht natürlich auch fangen. Deswegen immer mit Stahlangeln, Leute. Und ja, dann kann man so Sternstunden erleben, würde ich sagen. Macht mega Spaß, wirklich. Ich weiß jetzt auch, warum Johannes da vorne ist, weil da fängt er nämlich sofort alle Fische und kann Mittag ins Restaurant, wenn der Sturm kommt. Ganz genau. Nein, hocken, wieder raus, wieder raus. Ganz gemütlich, weißt du? So ganz normal, wie nichts wäre. Junge, die Köderkontrolle ist so schwierig. Ja. Weißt du was, das könnten meine Freunde sein. Das sind sie, glaube ich. Du hast keine Freunde. Doch, mein Freund Ludo ist die Woche da. Der ist da die Woche, das ist er. Ja, mein Freund aus Frankreich ist ehrlich, da. der fängt für dich jetzt die Fische? Hast du ihm für dich Das Fische ist der fangen Unterschied. geschickt? Wer der bei einer ist oder bei mir der war B, der hat uns anrufen und die Plätze geben. Das hat ein Franzose, sagt bloß Hallo und fährt weiter, weißt du? Der versteht uns, guckt, der fährt da rein und nimmt uns den Barschplatz weg und fertig. Oh je. Oh je. Nein, tut er nicht, schau. Fährt vorbei. Boah, das ist ein Scheißmotor, hey. Achtung. Alter. Ja, wer hätte gedacht, dass die Gewässerwahl doch so scheiße ist. Und dann fahren wir dahin, wo wir wissen, dass da sicherlich heute noch mehrere Boote sind. Aber hier, das macht jetzt keinen Sinn. Ja, das Gute ist, wir können alles drauf lassen, müssen nur das Boot einmal aus dem Wasser holen und dann fahren wir so maximal eine halbe Stunde. Und dann müssen wir gucken, dass wir das Boot schnell wieder ins Wasser kriegen. So, der aufmerksame Zuschauer wird sehen, hier, mein Lieblingsflamingo. Aber Black Bay hat sie jetzt in Mini rausgebracht. Ich bin schockverliebt, wirklich. Jetzt muss er nur noch was fangen. Hat er nämlich noch nicht. Also ran. Ich habe richtig Bock, hier einen rauszuballern. Ist nicht schlimm, wenn es schnell geht. Meister Enrico en een spintje gooien. Yeah, I'll just take a normal soft bait. Elamar Bay is catching quite a lot of perch, but it's all moderate sized fish. Also besser ja, aber nicht. Für uns immer noch zu klein. Dass wir das mal sagen beim Barschangeln. Ja. Für unseren schönen Bodenseebarschen. So Leute, der Techno-Vibe funktioniert auch. Bloß leider für unsere Karte momentan zu klein. Aber ja, das Angeln macht eigentlich schon Spaß gerade, muss ich wirklich sagen. Macht schon Spaß gerade. Macht schon sehr viel Spaß gerade, ja. Come on. We're getting the takes. That was a good fish. Yeah, that was a good fish. And that's the funky thing about fishing twitch baits. Like you're fishing with a lot of slack, and then suddenly you like tap, tap, and you tap, and it feels, did you get a bite or are you stuck in the plants? And this time I actually got hooked into a fish. But yeah, popped off. Wir haben jetzt den Spot gewechselt. Da oben kam eine riesige Regenfront rein. Sind jetzt ein Stück Fluss abgefahren. Haben hier jetzt so eine kleine Spitze, wo ein Kanal reingeht. Die angeln wir kurz ab und dann fahren wir gleich weiter rein den Kanal. Jan meinte, hier hat er ab und zu richtig gute Barsche oder ein Hecht. Ja, mal schauen, ob es klappt. Wir machen ganz schnell hier, 10 Minuten und dann sind wir auch gleich wieder weg. Ich fahre mal mit dem Verbrenner ein bisschen weg. MS E-Motor. Guck mal, den! Das ist ein fetter Flieger. Siehst du? Guck mal. Ja. Ah ja. Und ein zweiter. Und ein dritter. Und ein dritter. Guck dir die beiden an, Alter. Junge! Da habe ich schon drin gesessen. Ist das LMAB? Winken. Winken müssen wir.
Immer weiter links. Ich muss einmal kurbeln. Okay, weit genug. Ja, ich habe jetzt gerade Kapuze runtergeholt und jetzt regnet es wieder voll durch. Das kann ich mal. Ey. Wie kann ich das anders sagen? Ihr könnt mich mal. Hier kommt der Regen in 45 Grad rein, direkt in die Fresse. Aber wir hatten hier gerade einen Barsch drauf, deswegen versuchen wir es jetzt noch mal an der Spitze. Ob er gleich noch mal kommt, einer. Voelde wel, niet? Pike. It's a pike. Third species. Yes. Nice. Boom. Is that the fucker that got away, you think? I don't know. Same spot. Nice one. Number 3 on the board. 3 different species, so that's actually a good sign. Woo, she's angry. Yes. It's a very nice pike. That's the nice surprise about fishing twitch baits. You never know what you're gonna catch, but it's always so much fun. So nice, fat and healthy 81 centimeter river pike. So seems that we're on the fish, and I think we can get a couple more from this stretch, so let's continue. Ah, come on! Thought that was a perch, man. Big one. Reel down, tap, tap, boom. And that was a good bite. This one as well. I got one. Got one. No way. No way. Come on. Is this fish, right? No, yeah. pike. Oh, yeah. That's a pike. What the? That's crazy. Maybe the same fish. Oh. Mental. I need. Can you stop catching fish now for like a minute so I can retime my shit? Like, if you get some pliers for me, I'll try. No, I'll keep hammering it. A little bit smaller one. Not even that much smaller, but mainly way thinner. How long was the previous one? Because I 81. didn't even have time to process it. No, 81 it was. Oh wow. Here you go. We got 74 points on the board. 2 pike, 1 perch, and 1 zander. Same spot, 3 bites. I love that twitch bait game. It's so much fun. And there was a proper bite. You could see that one just inhaled that small little bait. Was it like in the same cast after you missed that one? No, Because I you didn't just cast again. I retrieved thought. it. Medium-sized fish. And right on the rocks. It's not the size of the pike that we're after, but still, it's nice to have them now. It's good to fill up the card. Oh yeah, definitely. Was für eine kuriose Szene. Wie schon letztes Jahr twitcht Hyro eine nach dem anderen raus, wodurch sein Team aktuell richtig gut dasteht. Lurejunks wartet noch auf den Premierenfisch, aber immerhin geht's nach dem zeitraubenden Spotwechsel nun weiter. Stunde haben wir jetzt verloren. Ist natürlich bitter, aber auf der anderen Seite, Wer weiß, vielleicht wird das belohnt. Eine Stunde verloren. Jetzt haben wir hier was Neues rausgesucht. Hier sind wir schön windgeschützt. Dann können wir wenigstens auch entspannt fischen. Ja. Geht vielleicht die Nervosität ein bisschen flöten. Sollen wir nochmal zurück zur Strecke, oder? Ja, würde ich schon sagen, oder? Also, dass wir uns das nochmal angucken. Müssen wir halt jetzt den Plan ein bisschen umstellen. Weil wir wollten ja eigentlich nur 2 Stunden hier fischen. Ah ja, aber das Problem ist, ohne Zander brauchen wir hier nicht weg, Robert, glaube ich. Ja, das ist klar. Hier ist die War beste schon Hecht Chance. kriegen wir im Volkerak, So aber ist hier es. müssen wir Zander kriegen. Jawohl. So, wir werden jetzt nochmal zum ersten Spot zurück, wo Eule den Gigantenzander hatte.
aber leider nicht ins Boot bekommen hat. Rex, umso mehr du weh tut's dann, dass der Fisch vorhin wieder verloren gegangen ist. Aber das ist ja alles so hätte Fahrradkette. Ah, ja. Der Wind ist zwar hart, aber ich habe das Gefühl, dass man schon auf dem anderen Fluss angeln kann. Und da haben wir eigentlich trainiert. Und den einzigen Spot, den wir in dem Fluss trainiert haben, haben wir schon geangelt. Der hat auch Fisch gebracht. Und ich glaube, früher oder später werden wir auf jeden Fall losfahren. Henry? Dancing in the waves. So we fished this spot for like 2 hours because we knew that there was a lot of fish. So we're just gonna come back and leave it for a second, because usually when there's a lot of fish on a spot but you keep on hammering it, they shut down. So right now we move to a different spot, let this one rest for a sec and come back afterwards, because we know that there's more fish. Abbruch. Jetzt schon, wirklich. Schon wieder Abbruch. Gewässer. Wir haben jetzt hin und her überlegt und haben uns entschlossen, doch auf das Gewässer zu fahren, wo wir trainiert haben. Einfach weil das Gefühl besser ist dort und der Wind wohl schon geht, dass man da angeln kann. Wir haben ja extra hier gestartet, weil uns gesagt wurde, dass man da bei diesem Wind nicht angeln kann. Aber ich glaube, es geht. Mario glaubt es auch und deswegen Abbruch. Abfahrt, Abbruch. So viel weniger Wind ist hier gar nicht, aber es ist alles ein bisschen kleiner und wir haben viel weniger Welle auf dem Teich und dadurch ist es doch entspannter zu fischen. Ich fische jetzt hier ein 14 Gramm Chatterbait, um einfach ein bisschen um uns herum zu fischen und einfach mal checken, was hier abgeht. Ich habe gerade versucht, gegen den Wind zu werfen. Das hat nicht so gut funktioniert, sage ich. We have a small marina here. We just fished the entrance. We are not allowed to go in. Just make a few casts and then we continue again. The search for monstrous pike is what brings us adventure. It's men versus beast. It's part of who we are. We are fishermen. And we want to win. That's why we need strength, power, reliability, every encounter, again and again. Hallo Leute, ich bin's der Marc und ich präsentiere euch heute die neuen Batterien von SH Lithium. Die Batterien sind in einem Koffer, der komplett wasserdicht ist. Das heißt, die Batterie ist perfekt geschützt, es kommt absolut kein Wasser dran. Ihr habt natürlich ein Display, was euch verschiedene Sachen anzeigen kann, aber das richtig Coole an der Batterie ist dieses Datenkabel hier. Ihr könnt dieses Datenkabel direkt mit euren Echoloten verbinden, egal was für eine Echolotmarke ihr habt, und könnt alle Daten von der Batterien auf euer Echolot ziehen und müsst so nie wieder irgendwie die Klappe öffnen, könnt alles über das Echolot euch anschauen. Was? Nur noch 100 Stück? Schnell sein lohnt sich. Dieses Starter-Set im Wert von über 170 € mit Rute, Rolle, Schnur und Zubehör gibt es bei jedem Online-Kurs bei der Anglerschmiede gratis dazu. Aber die Aktion wird es so nie wieder geben und wir haben nur noch weniger als 100 Stück auf Lager. Schnell sein lohnt sich auf alle Online-Kurse und Geschenkgutscheine. Ich glaube, dass das die andere Seite die ist dann nicht mehr so windig. Und vor allem, glaube ich, weniger trüb. Glaube ich auch, die ist klar, ja. Machen wir so. Gut. Gut? Gut, dann machen wir das so. In der Tüte ist die Cola geplatzt. Nee, so ein Scheiß. Ein schöner Tag, gell? So soll es heißen. Ein schöner Tag. Thunfisch, Cola, Zwiebel. Immer gut. Das ist eine bayerische Spezialität. Ja. Der hat kein Süßsenf gehabt, dann hat er gemeint, war nicht Süßes dabei. Ah, ich kipp da Cola drauf. Das ist gut. Ich glaube, es hört irgendwann auf. Aber. Morgen. Dann hört es auf, morgen. Es hört auf um 7:45.
kurz bevor wir das Auto einräumen, hagelt's noch mal kurz. Kurz mal Hagel, Skorpion hageln. Es hagelt Skorpion und dann put, fertig. Dann ist Sonne. Aber Sonne bei Nacht funktioniert halt nicht, gell? Ein schöner Tag. Hast du auch diesen Ohrwurm? Der Vorteil an dem Regen ist, dass die Wespen nicht mehr da sind. Zum Angeln gezwungen, für Kalendersprüche geboren. Alles hat einen Grund, warum es passiert. Here we have seen they have quite a few fish, a couple of small perch and a couple of small zander. And one Team Service Gear has one good zander, 68. Ja, wir konnten unsere Bisse leider noch nicht verwerten. Wir haben vorher dann noch einen kleinen Barsch verloren, aber der wäre auch so um die 30 vielleicht gewesen. Ging dann direkt am Boot ab, konnte gar nicht so schnell reagieren bei dem Wind. We're still waiting for the first fish to get in the net. We had a few bites, but yeah, missed them all. So. Ja, jetzt fahren wir hier weiter hoch und angeln die Brücke ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Shimano ist unterwegs zu neuen Ufern bzw. Brücken. Team Guller zurück an der ersten. Soll ich gleich den Spot locken? Ja. Irgendwo wird das schon drüber. Stehen bleiben, der Scheißhaufen. Hey, wie redest du über mein Boot? Ja. Da habe ich lange und hart für gearbeitet, Kollege. Das nächste Mal arbeite ich bitte noch ein bisschen länger. Zum Penner. Mir fliegt nicht alles entgegen. Du mit deinen 16 Booten. Fisch. Guter Fisch? Ja. Aber nicht große Kescher. Was? Noch nicht der große Kescher. Hier links, hier links, hier links. Jupp. Gut genug. Ja, ich hätte gern der den attackiert hat, ne? Angepasst hat. Junge, guckt euch das an. So. Der hat eine heftige Verletzung. Auf der anderen Seite ist der aber auch angekratzt gewesen. Da ist 5, sind was? 55? 54, 55, ja. Hab geankert gehabt. Oh, Junge, das liegt gerade. Geil. Jawohl, Johannes! Yes! Ja, Leute, fast mit dem Kescher weg. Also, ja. Ey, der Wind ist so asozial. Egal. Aber, yes! Junge, der ist gut. Der ist gut. Der ist sauber. Ja, Mann. Dann ist der fett. Mario habe ich gerade gebeten, seinen Hecht zu nehmen, weil seine Hände ein bisschen kaputt sind von den letzten Tagen. Also nicht, dass jemand denkt, hier, ich will mich mit fremden Fischen rühmen. Alter, MS, dein Fisch. Komm her zu mir. Ja. Multivibe 2.0. Mega gut. So gut, ey. 82,5. Ja, wir sind glücklich. Wir sind glücklich, ja. Entscheidung war doch die richtige, Herr. Ja, Mann. Immer die eigenen Spots angeln, Leute. So sieht's nämlich aus. Ja. Alles klar, dann lassen wir den zurück. Bei dem Wind hier. Ai. Wirklich nicht normal. Ab. Braucht einen Moment und schwuppsdiwupps. So gut, MS, Alter. Ja, top gemacht. Kein Mann der großen Worte, aber auf jeden Fall der großen Fische hier. Yes. Ei, schon riskant bei dem Wellengang. Dennoch macht sich LMABs Spotwechsel direkt bezahlt. Schöner Hecht und weiterhin finden sich nur 3 Teams auf dem Board. Mittlerweile hat Shimano den jüngsten Spotwechsel ebenfalls vollzogen. Finally, first fish hooked. Not sure what it is. I think it's a pike, but a good perch.
It's a little pike, but it's a fish. Yes, finally. We have took a little while, but we got a fish. Over the half mark, yeah, 57 centimeters. Finally, the first fish. Took a little while. We were 2.5 hours on fishing, and we are really searching because we never been here. Our goal for today is just getting 2 fish, so we are on the board and can get a full cart. Of course, we hope to get on the lakes bigger fish, but and maybe we are lucky later today to go on the big river and get some better fish. But for now, we want 2 fish on the board, so at least we don't blank today. Jetzt aber. Hast du? Ja. Könntest du da entweder das Mini-Zander oder das Barsch, aber ich glaube ja, das ist keiner Zander. Macht ja nichts mehr. Oh, nicht. Ist ein Barsch, ist ein Barsch, ist ein Barsch. Den nehmen wir. Yes! Den nehmen wir. Sehr gut. Oh, finally, Carolina works. Kann ich weiter fischen oder brauchst du Hilfe? Ne, mach mal. Ja, 32. Platze 32. Ja. Fisch. Ah, ab. Ach, dich hab ich, Alter. Nein, doch, nicht. Doch, doch. Ah, da war das doch kein Fisch. Doch, Fisch. Guter Barsch. Also besserer Barsch. Wow, oder auch nicht mehr. Fuck. Egal. Ja. Besser als der letzte, würde ich behaupten. Ah, ne. Nee. Egal, nehmen wir. Den messen wir nochmal schnell, ne? 33, ja. Ja, boah, was ein Biss, Alter. Junge. Fisch. Okay. Miss bitte nach. $27? Ja. Fisch. Ja. Junge, ich sag's dir, Real Vibe macht's. Kein großer, aber auf jeden Fall unser zweiter Hecht. War wahrscheinlich der. Jawohl, ja. Geil, Alter. Junge, MS, viel Biss gehabt. Ich habe geankert. Und ich sag's euch, Leute, wenn ihr wisst, da ist irgendwo ein Hecht, der Real Vibe, der haut die immer aus der Reserve raus. Guckt euch das bitte mal an. Der hat den Real Vibe, der war sowas von weggehauen. Nicht normal. Alter. Real Vibe Lemon Ghost, absolute Bank. 78. Ja. Junge, 78, ist richtig gut. Ich würde sagen, den lassen wir schnell zurück. Die Hechte beißen. Hält sich auch noch kurz. Und runter ins Kraut. Yes! Junge, so gut. So gut, MS, so gut, ja Mann! Euphorie bei Johannes, nicht zu Unrecht, zumal man eines im Blick behalten sollte. Die absolute Königsdisziplin des Österreichers kommt noch. Sharpshooting auf dem Großgewässer. LMAB ist voll da. Bim angelt mittlerweile dort, wo Mario und Johannes ihren Tag begonnen hatten. Ah, endlich mal Fische. Hä? Das tut gut. Richtig fischen können, weißt du? Spüren, was du machst und meine, das kann funktionieren, weißt du? Das ist gut. Ich freue mich so richtig. Endlich mal ein Wurf, wo was los ist. Gut. Super. Sauber. Jetzt der Junge, macht es gut. Hm? Seid ihr mal sind da. Ja. Das sind sie. Das sind Barsch. Oh, es geht. Hinter links. Sind wir vorbeigegangen. Fisch.
Guter Fisch. Sauber. Sauber ist gemacht. Echt, oder? Oh, großes Bärchen. Ein großes Bärchen. Ja! Junge, sauber hast du das gemacht. Gut, du kriegst heute Abend ein Weißwürstle. Nur mal das. Hey, was für ein Teil, mein Freund. Hey, guck mal, den Barsche. Würstel. Auf dein Gräpsle. Mit meinem kleinen Pantera. Let's go. Wo ist deine Fresse? Da bist du. Da bin ich. Die ist aber kleiner, gell? Der ist kleiner. Ja, trotzdem eine ganz schöne. Komm mit mir vorne. 43,5 oder nicht der halb? Doch, 3,5, 43,5. Schöne Barsch hast du da gefangen. Auf deine Crow? Ja, Pantera Crow, Dutch Crow, Carolina. Toller, fetter Barsch, der Bim für einen bislang doch ziemlich ungemütlichen Angeltag entschädigen dürfte. Und wer weiß, vielleicht erwischt man jetzt ja ein ähnlich gutes Fenster wie zu Beginn LMAB. Gibt es 2 Größen von denen, ja? 65 und? 85, glaube ich. Fisch. Fisch? Ja. Wieder? Die haben ja richtig cool Zeit. Sauber gemacht, Junge. Ja. Würstle, nein. Das wird nichts sein. Das ist nichts, gell? Die brauchen wir mitmessen. Zeig mal. Nee, passt nicht. Feinster Penela-Humor. Wir gehen weiter bei Johannes Rappels schon wieder. Achtung, Rute, Achtung, Rute. So, da sieht man mal, der Big Bait, der fängt die Riesenhechte. Nicht ganz. Nicht ganz. Also Leute, ihr müsst absolut keine Angst haben vor großen Ködern. Wie ihr seht, der ist schon ziemlich lang. Ich liebe den 23er Drunk Twister, der ist super. Kombiniert mit der Maus für ein bisschen mehr Volumen und Druck. Und da haben wir den Hecht. So, doppelt so groß würde ich sagen. Absolut keine Angst vor großen Ködern. Schöner Hecht. Ey, es läuft richtig gut, muss ich sagen. Besser als er hofft oder besser als ja, er träumt. Erstmal 70. Dann lassen wir schnell zurück. Wir wollen seine Mama noch heute. Und weg ist er. Mesh! Yes! Junge, das sieht auch gut aus da hinten drin, ne? Oh, schöner Biss. Oh. Ja. Den niedrig witzig. Jetzt großer. Groß. Die kommen gleich. Ein guter? Ja. Das ist ein guter, aber der ist gut. So, Junge, machst du weiter? Hehe, du kriegst 2 Weißwürstle heute Abend. So, kleiner Barsch. Ich hoffe, die brauchen wir nicht zum Schluss. 30. 30er. Dankeschön. Ton van Hamsche Anwandlungen bei Fabi, aber trotzdem besser haben als brauchen. Du weißt schon, wie es ist, wenn man sich ein Boot kauft, dann denkt man immer, man kauft das Perfekte. Okay? Und dann merkt man, zu groß, zu klein, zu schwer, zu leicht, zu wenig PS, zu viel PS. Es gibt halt nicht das perfekte Boot für irgendwas. Und deswegen braucht man mehrere. Schau, ein guter Tipp für unsere Zuschauer. Also wenn ihr euch ein Boot kaufen wollt, kauft euch nicht 1, kauft euch einfach 5, 6, dann habt ihr immer das perfekte Boot. So. Eule, ich glaube, das ist ein sehr praktikabler Tipp. Das sind die Weisheiten des Einige Lebens. unserer Zuschauer sehr dankbar sind, Eule. Ich glaube, das ist so nah an der Bevölkerung, das ist der Grund, weshalb dich alle so lieben.
Ja, ein bisschen dekadent. Ein bisschen. Nix fangen, aber das große Maul haben. So. Und auch nur ein bisschen dekadent. Ja, Gonna go back to the previous spot. Surprise, surprise. Sometimes you just don't feel it. And right now we're not feeling it here, even though it's nice and calm, out of the wind. But yeah, the second drift was way better on the first spot, so hopefully the third is even better than that, or at least 1 or 2 more fish. And then we're gonna take a long drive towards the other side of this river system. A bumpy ride. Bumpy, probably a little bit wet, but it seems to be doable now with the current wind conditions. Maybe the other teams fish smaller baits, I don't know, they catch some small perch. I see this in the card. We go a bit for pike and perch maybe. I don't know, is the bait too big? Yeah, we have not many bites. We search, maybe later we search the site. Versuch mal. Nee, tote Hose. Ah. Batterie. Ah. Ja, komm, wir starten nicht, wir müssen. Gut. Sauber, los geht's. Dann fängst wir da noch fangen wir jeden einen Zander. Dann ist das erledigt, oder? Okay, gut. Dann gehen wir heim. Na, in Sauna. Ein paar Mal gescheite Fische. Wir haben wirklich mal eine Stelle gefunden, wo kein Wind ist. In der letzten Minute fangen wir dann noch einen Fisch. Ja, ne, ist ja alles schön und gut, dass es hier windstill ist, aber bringt uns auch nicht weiter. Ja. Was ist da los? Ich glaube, es ist besser, wir werfen gegen die Strömung. Aber eigentlich, für mich ist die Strömung in die andere Richtung. Ja? Für mich ist die Strömung in die andere Richtung. Was ist das Ding? Der Fluss geht so rum und sowieso bei Wasser geht runter. Müsste so rumfließen eigentlich und nicht so. Die Strömung ist wahrscheinlich so. Sollte so sein. Ob es so ist, weiß ich nicht. Bei dem Wind weiß ich gar nichts mehr. Vielleicht die Strömung oben so und unten in die andere Richtung. Weiß man nie. Ich schmeiße es in die andere. Also das heißt, wenn du die Richtung fischen willst, machst du, ne? Jeden Fisch. Echt? Ja. Schnell, der kommt, schnell. Ach. Das ist ein Zander. Super. Ein Mini-Windy. Aber der ist drin. Da. Servus. Servus, guten Morgen. Guten Morgen, du Weißwurst. Mondäschli. Das waren die kleinen Bisse da, wo du geht hast. Ein kleiner Zander war das. Ja. Guck. 48,5. Ja. Los. Und tschüss. 1,5–3 Stunden braucht für 49 Zander, weißt du, aber okay, ich war, da war da eine. Ja, gut. Ja. Schnell. Ja. Ja! Nein, weiß noch nicht, das hast du gut gemacht. Sauber. Ich hab dir gesagt, du sollst mir vertrauen. Ich war, gut. Du kriegst 3 Weißwürstchen heute Abend. 3. Was hast du da für rote? Weil ich tue gar nichts. Ich schon. Was ist das? Predator 4. Ja. Das ist sauber. Ist die, die mir vorher kaputt gemacht hat? Ja. Ja? Schade. Du Arsch. Also, nächster Zander. Auf die Predator 4, die neue. 8 bis 38 Gramm. Und ihr seht selber, bei solchen Bedingungen, Anker, ist es wirklich unabdinglich, dass du eine Route hast, die
einfach dir die komplette, ich bin ganz außer Atem, so rum, Rückmeldung gibt. So, genauso groß wie mein Barsch. Nee. Da bist du. So groß wie der Zander 54. Bim mausert sich und stellt quasi mit dem Halbzeitpfiff den Anschluss nach oben her. Wir drehen die Feedbackrunde, sobald unser süddeutsch-französisches Duo sich sortiert hat. Ah, das habe ich doch gewusst. Es steckt in meinen Arsch fest. Fabi, ich habe einen Haken in meinen Arsch drin. Was machst du denn? Ah, ich glaube, ich habe einen Haken in meinem Arsch drin. So wirklich? Ah, ja. Kann ich mal gucken? Okay, ich draußen. Jetzt arbeit was. Oh je, komm. Oh, das gibt's doch nicht. So, der Morgen hat gut angefangen. Ich hatte schon gedacht, es kommt sowas wie ein Fluch oder sowas, dass dieser Flusstag für uns echt nichts wird. Es ist nicht unfassbar krass, aber es ist eine solide Leistung. Ich bin super zufrieden damit. Und wenn ihr uns beiden Windbeutel hier cool gefunden habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall über den Kommentar freuen. Dennis, du auch? Ja, bitte. Also. Bisschen was für die Windbeutel. Haut in die Tasten. Ciao. Also, das war's für den ersten Teil von Team Guller Barbecue. Leider ist unser Plan nicht aufgegangen, schnell hier 2 Zander mitzunehmen und dann das Gewässer zu wechseln. Eule, bei dir auch alles gut? Ja, steht halt gerne ein Fischfanger jetzt mal so langsam. Ach so, der Eule angelt. Also der hat eine Chance, Fisch zu fangen. Ich esse jetzt erstmal was. Also bis zum nächsten Mal. Ohren steif halten. Wir gucken, wie es weitergeht. Jungs und Mädels. So Leute, das war's mit der ersten Episode. Ich würde sagen, Mario, war ganz gut, oder? Ja, war eigentlich ganz gut. Wir haben eigentlich relativ gut Fisch gefangen. Wir hatten Spaß und ich würde sagen, schaltet nächste Woche wieder ein. Dann geht's weiter, Mesh. Wir sind raus für die Woche. Wir sehen uns nächstes Mal. Danke fürs Daumen drücken. Wir sind auf jeden Fall positiv gestimmt, dass es in der zweiten Hälfte des Tages besser wird, würde ich sagen. Wir haben jetzt wieder einen kleinen Plan für uns. Da erzählen wir euch in der nächsten Folge mal ein bisschen was dazu. Und den verfolgen wir jetzt einfach. Den werfen wir jetzt nicht über den Haufen. Das vorhin am anderen Flusssystem, es war einfach zu gefährlich. Ja, trotzdem danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffentlich mit ein paar mehr Fischen. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. So, we had a wonderful morning, a little bit of wind, a little bit of rain, but we caught some decent fish. I think a little bit is an understatement. I mean, the rain was like, yeah, a little bit, but the wind was like, it was gnarly. But I think all teams struggled with the wind, so yeah. But we got a really nice pike stretch up ahead now. And we got 2 new models of the Savage Gear range. I got the 3D Glide Roach. And I've got the line through whitefish. So we're just gonna hope for a big pike, because in this competition there's one thing that matters, and that's the size of the fish. So we can catch a lot of fish, but we just want those big ones. If you can get 1 meter pike today, that would be awesome. We can bring that into the second day, the lake day. Ja, Jan, das ist jetzt das Ende der ersten Folge. Außer ein Hecht haben wir leider keinen Fisch mehr gefunden. Wir haben wirklich Gas gegeben. Zu früh hatten wir ein paar Fehlbisse. Ja, und jetzt schauen wir einfach weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in der zweiten Folge. Schaut einfach rein. Wir geben auf jeden Fall weiterhin Gas, Jan. Ja. Wir fighten bis zum Schluss und wir schauen, dass wir noch den zweiten Fisch am Flusstag bekommen. Erste Folge vorbei. Ein bisschen was haben wir doch noch auf die Reihe bekommen. Ja. Eigentlich wollten wir jetzt noch wechseln, aber wir werden da bleiben. Ja, ich denke. Besser mehr Zeit zum Fischen verbrauchen als fahren. Das genau. Dann danke fürs Zuschauen. Und drückt uns die Daumen, dass es noch besser wird. Bis zum nächsten Episode. Und damit setzen wir den Haken unter die erste Folge in Gruppe C. Ich kann mich spontan an keine Boat-Episode erinnern, in der der Wind heftiger gepfiffen hat. Sicher nicht einfach für die Teams. Einige haben sich anscheinend aber sehr gut adaptiert.
LMAB und Stroft liegen aktuell dank der höchsten Frequenz vorne. Bei Savage Gear und BIM mit 4 Wertungsfischen steht jeweils auch schon mindestens ein besserer Fisch auf dem Board, während Shimano sich mit einem kleinen Hecht immerhin entschneidert hat. Die beiden Newcomer dagegen finden sich bislang noch nicht gut zurecht. Lurjungs hat Zeitverlust wegen des Gewässerwechsels hinnehmen müssen. Team Guller scheint durch die Bedingungen in der Spot-Auswahl eingeschränkt. Ob sich diese Beobachtung bewahrheitet oder Robert und Eule zumindest das Minimalziel erreichen, seht ihr am kommenden Sonntag ab 18 Uhr auf diesem Kanal. Wie immer freuen wir uns über Likes oder Kommentare und wer langsam aber sicher für die nahende Raubfischsaison aufzurüsten beginnt, ihr wisst doch Bescheid. Danke fürs Zusehen. Bis nächste Woche. Ciao!